Oh hey! Nachdem ich schon etwa ein Video über die New Who Doktoren gemacht habe, wird es doch mal Zeit, über das 60th Anniversary von Doctor Who zu sprechen. Denn die Specials sind nun endlich draußen und wir können uns jetzt etwa eine Meinung bilden über die Rückkehr von Catherine Tate als Donna Noble und die Rückkehr von David Tennant. Dieses Mal nicht als der 10. Doktor, sondern der 14. Und was ich etwa von diesen Specials halte, erfahrt ihr hier. Bedenkt, hierbei handelt es sich nur um meine Meinung. Falls ihr eine andere habt, schreibt sie doch gerne in die Kommentare. Die würde mich wirklich interessieren. Und auch eine Spoilerwarnung, denn ich werde etwa hier viel über die Specials spoilern. Aber anyway, alle Disclaimer wurden disclaimed, legen wir los mit diesem Video. Und oh boy, oh boy, oh boy, wo kann man etwa nur anfangen? Nachdem über 13 Monate keine neue Doctor Who Episode erschienen ist, haben wir nun mit The Star Beast die erste neue Doctor Who Episode gekriegt, einer neuen Ära. Einer mehr oder weniger Ära, die versucht, viele der alten Zuschauer, die bei der Original RTD-Ära dabei waren mit David Tennant, wieder zurückzuholen. Immerhin hat man jetzt David Tennant wieder als neue Inkarnation des Doktors. Oder semi-neue Inkarnation des Doktors. Nun ja, auch wenn er natürlich etwa viele Charakteristiken seines originalen 10. Doktors mit sich bringt, hat er auch immer noch ein paar andere Quirks, die ich wirklich etwa gefallen fand in seiner Performance, auch wenn ich mir da ein bisschen mehr gewünscht hätte. Zumindest in jedem Special. Und The Star Beast generell ist ein sehr spaßiges Special, aber ein Special mit Problemen. Denn auch wenn ich etwa anfangs wirklich etwa meinen Spaß hatte, nachdem ich etwa ein bisschen überlegt habe, muss ich zugeben, dass The Star Beast nicht wirklich gut im Pacing ist. Bevor die Specials herauskamen, haben sicherlich die ein oder anderen sich mal angeschaut, was man über diese Specials schon weiß. Und wir alle wussten, Beep the Meep tritt zumindest in ein Special auf. Und Beep the Meep ist kein Original Sorge für die Special, nein, er kommt aus einem Doctor Who Comic Strip, der sogar auch für Audio adaptiert wurde. Und ich habe mir diese Audioversion angehört und ich fand die wirklich gut und sehr charmant. Und ich war mir bewusst, The Star Beast, also diese TV-Version, könnte das nicht erreichen, denn das Pacing ist definitiv deutlich anders und deutlich schneller. Und auch wenn ich verstehen kann, dass New Who generell ein schnelles Pacing hat, muss ich zugeben, oh boy, ist das Pacing hier ein großes Issue. Die Pacing-Probleme gehen nicht nur etwa von der originalen Star Beast Story aus, wo etwa zu wenig Zeit damit gespendet wurde, nein, auch bestimmte Charaktere fühlen sich eher mehr undercooked an und kriegen auch nicht so viel zu tun. Und auch wie man die Meta-Crisis hier resolviert hat, war irgendwie ein wenig lächerlich. Verstehe ich mich nicht falsch, ich kann verstehen, dass sie das schnell aus dem Weg haben wollten, aber diese Meta-Crisis, auch wenn ich kein großer Fan von der Originalidee sowieso bei Series 4 gewesen bin, hat irgendwie sowas Tragisches, dass man das nicht einfach so einfach reversen sollte. Und generell, The Star Beast ist manchmal wirklich wonky. Das Directing ist nicht wonky, das Directing ist wirklich großartig. Rachel Talalay macht mal wieder einen fantastischen Job als Director von Doctor Who und es ist mal wirklich interessant zu sehen, wie sie eher mehr einer der Down-to-Earth-Episoden directed, statt etwa die großen Finalen der Capaldi-Ära. Aber um nochmal zurückzukommen auf einen Punkt, manche Dialoge wirken sehr wonky oder wirken ein wenig shortgecuttet. Manche Momente hätten wirklich mehr Zeit gebraucht und generell, diese Episode schreit einfach nur von, ich brauche mehr Zeit. Klar, es ist unterhaltsam, klar müsste man etwa hier reintroducen und klar kann ich verstehen, dass es sowieso nie perfekt gewesen wäre. Aber ich persönlich finde es wirklich schade, dass man sich wenigstens nicht etwa für manche Dinge die Zeit genommen hat. Vor allem für die Meta-Crisis und vor allem dafür, dass man etwa ein Fake of Death mit Donna gemacht hat, ist das doch ein bisschen lächerlich. Und auch wenn das alles negativ klingt, bin ich eigentlich etwa nicht so negativ zu Star Beast eingestellt. Denn auch wenn dieses Special große Probleme hat und die wirklich mein Enjoyment mehr reduzieren, gab es auch viele andere Punkte, die ich wirklich gemocht habe. Das Directing war großartig, wie sie Beep the Meep dargestellt haben und das Voice Acting für Meep sind einfach nur großartig. Ich habe zwar meine Probleme und meine Kritikpunkte mit Evil Meep, wie da Meep ausgesehen hat, aber hey, es ist eine Sache, an die man sich gewöhnt. Mirren Girl, die im Original Beep the Meep spricht, rockt das einfach nur und macht eine fantastische Performance. Und wie man das etwa mit CGI, Puppeteering und so weiter gemacht hat, ist großartig und gibt einfach nur dem Meep so viel her. Ich wünsche wirklich, wir kriegen etwa irgendeine Beep the Meep Story mit Ncuti Gatwa. Das könnte wirklich spaßig werden. Aber hier ist natürlich der Standout Catherine Tate als Donna Noble und David Tennant als der 14. Doktor. Denn auch wenn ich eher mehr nicht der größte Freund war von der Idee, dass man den 14. Doktor dasselbe Gesicht von David Tennant gibt, war es doch dennoch sehr interessiert, wie man das macht. Und auch wenn es nicht etwa die perfekte Charakterisierung ist und ein bisschen zu 10 gecodet ist, muss ich zugeben, er macht eine wirklich fantastische Performance. Sei es nun etwa, wie er den Lawyer spielt in dieser einen Szene
oder auch die eine Szene zwischen ihn und Tate. Und Tate, meine Güte, die war wirklich hier die Standout-Performance. Klar, die anderen haben alle eine gute Performance abgeliefert, aber sie hat wirklich mal nochmal gezeigt, wie gut sie Drama spielen kann. Dagegen auf der anderen Seite haben wir Wild Blue Yonder, der zweite Special, und meine Güte, kann ich einfach nur hier so viel loben. Der Code Opening war zwar nicht das Beste, aber hat uns ein großartiges Meme gebracht, was ich einfach mal in der Beschreibung verlinke, weil es ist einfach nur großartig und Comedy pur. Und generell, ich muss zugeben, Wild Blue Yonder hat so viel Spaß gemacht. Wie man etwa diesen Mavity Soak gesetupt hat, war zwar ein wenig kurios, aber bei den zweiten Worts habe ich gemerkt, oh scheiße, statt Gravity sagen die wirklich Mavity. Das Witzige dabei ist, dass sie das nie etwa outright outpointen oder es auf einer so komischen Art und Weise sagen. Nein, der Soak ist definitiv subtiler, was ich wirklich mag. Zwar kein Brüller-Soak, aber ein netter Versuch. Aber das große Standout hier sind wirklich einfach nur die Performances von Tate und Tennant. Das hier sind deren beste Performances in den Specials. Hell, vielleicht sogar in dem ganzen Doctor Who Universe. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, wir werden sehen, aber meine Güte, wie sie die Nothings gespielt haben, war großartig und wirklich gut. Der Moment, wo 14 mit Fake Donna redet, ist einfach nur so gut gespielt worden und so gut geschrieben worden. Und auch wenn die Effekte zwar nicht immer so gut aussehen, haben sie irgendwas Uncanny Valley-haftes in sich, was irgendwie mit den Themen der Nothings wirklich gepasst hat. Ich meine, My Arms Are Too Long ist zwar keine Sache, die mir wirklich Albträume oder Fieberträume geben würde, aber ich hatte schon einen kleinen Moment, als das kam. Also es ist wirklich eine sillige Line, die wirklich einfach nur gut performt worden ist und die Effekte bei den Arms ist einfach nur so gut praktisch gemacht worden. Und generell kann man einfach nur diese Episode auf so viele Art und Weise loben. Das Directing ist on point und vermutlich das Beste von den ganzen Specials. Die Musik ist deutlich subtiler, was es bei Murray Gold, der zwar ein super guter Composer ist, nicht wirklich etwa erwarten würde, aber wirklich positiv überrascht bin. Und auch wenn ich ein wenig enttäuscht bin, dass wir kein Multidoctor oder ein Cameo von Susan Foreman gekriegt haben, muss es zugeben, das, was wir gekriegt haben in Wild Blue Yonder, ist wirklich clever und eine Episode, die über die Zeit definitiv mehr an Popularität gewinnen kann und einfach nur so gut umgesetzt worden ist. Ein cleveres Kammerspiel zwischen Tate und Tennant. Was gibt's da mehr zu sagen, außer ich bin wirklich positiv überrascht und kann die Episode einfach nur loben. Und ich sage das als jemand, der wirklich einfach nur angenervt ist, wenn die etwa einen Tennant-Klon in sich machen oder irgendwas mit Tennant, mit Klonen machen. Aber hier großartig. Vermutlich, weil David Tennant ein so guter Darsteller ist, wenn er einen Schurken spielt. Er ist zwar als Doktor auch fantastisch, aber als Schurke kann er einfach nur more spielen. Und natürlich dürfen wir auch nicht etwa den Standout vergessen aus dieser Episode, Zimbo the Robot. Er hat nur eine Aufgabe. Gehen, langsam gehen und einen Button drücken. Ich liebe ihn. Bester Charakter ever. Aber oh boy, kommen wir doch mal zu der Episode, wo ich mir am unsichersten bin, wie ich etwa generell zu ihr stehe. The Giggle. The Giggle hatte ein großes Feed zu handeln, denn es gab so viele Dinge, was es etwa handeln wollte oder in sich hat. Viele hofften, dass wir etwa die Cameos oder die Multidoctor-Momente hier gekriegt haben, und auch wenn wir das Test nicht gesehen gekriegt haben, ist es eine Episode, die definitiv vermutlich kontrovers ist. Aber wie stehe ich zu dieser Episode? Nun, simpel gesagt, ich mochte die Episode sehr bis zu einem bestimmten Punkt. Denn die Episode ist wirklich silly und campy. Aber das mag ich auch sehr an Doctor Who. Doctor Who kann zwar sehr ernst sein mit solchen Episoden wie Heaven Sent, Midnight oder eben sogar auch Wild Blue Yonder, aber Doctor Who ist im Konzept her eine sehr sillige und sehr campy Show. Und wenn es richtig gemacht wird, kann es auch einfach nur sehr unterhaltsam sein. Und der Toymaker, hier gespielt von Neil Patrick Harrison, macht das einfach nur richtig. Persönlich war ich nie ein großer Fan von der originalen Hartnell Toymaker Story. Ich mochte zwar das Konzept und der Toymaker als Konzept ist ein fantastischer Schurke, aber wie sie das umsetzen konnten, war sehr limitiert und das hilft auch nicht, dass wir einfach nur mehr oder weniger eine Episode von diesem Serial im Ganzen haben. Ihn zurückzubringen war daher ein sehr schlauer Move und meiner Meinung nach der beste Move für dieses Special. Ich würde nicht lügen, wenn ich wirklich sage, dass etwa die Szene, wo der Toymaker zu einem Spice Girls Song tanzt, einer der besten ist von diesen ganzen Specials. Klar klingt das komisch, aber schaut euch einfach mal das Directing an, die
Effekte und das Timing. Neil Patrick Harris spielt eine Standout-Performance hier. Und auch wie man das Element vom ersten TV-Podcast hier etwa einführt und damit uns ein mehr oder weniger semi-historical Moment gibt, war wirklich charmant und wirklich einfach nur clever gemacht worden. Ich werde nicht lügen, wenn das definitiv mein Favorit der Cold Openers ist. So gut gespielt und so spaßig einfach nur. Und generell bietet The Giggle einfach nur so viele kreative, gute Ideen. Doch dann kommen wir zu einem ganz bestimmten Punkt und ich glaube, ihr wisst, welchen Punkt ich meine. Die B-Generation. Und oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Versteht mich nicht falsch, an sich ist das keine große Sache, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, es ickt mich einfach nur an den falschen Stellen. Die B-Generation als solches wurde relativ gut gemacht von den Effekten, hat was Interessantes in sich gehabt, aber fühlte sich dann gegen Ende eher mehr an wie ein Cop-Out. It has all these other levels of philosophical and reflective nature that make it very, very rich. People always ask me, what is it about the show that appeals so broadly? The answer I would like to give, and which I'm discouraged from giving because it is not useful in the promotion of a brand, is that it's about death. And it has a very, very powerful death motif in it, which is that the central character dies. And I think that is one of its most potent mysteries, because somewhere in that, people see that that's what happens in life. You have loved ones, and then they go. But you must carry on. Und an sich, wie gesagt, wir haben alle gewusst, dass wir irgendwas mit Ncuti und David im dritten Special bestimmt bekommen hätten, was etwa ein Multi-Doctor-Moment gewesen ist. Und das war auch ein wirklich spaßiger und guter Multi-Doctor-Moment. Der Dynamik ist einfach nur wirklich, wirklich gut. Ich mag beide Actors. Und von dem, was ich bisher gesehen habe von 15 aka Ncuti Gatwa, macht er wirklich viel Spaß. Von daher wäre es wirklich einfach nur schade, dass die sich etwa mehr oder weniger selber in den Arsch gebissen haben mit dieser Entscheidung. Denn auch wenn es ganz schön ist, etwa ein sweetes Happy Ending mit diesem Doktor zu sehen, auch wenn er dadurch gutes Closure gekriegt hat, fände ich das doch deutlich besser, wenn man eine proper Regeneration hier gekriegt hat. Denn vor allem, so mit dieser B-Generation hat man einfach wirklich nicht so viel Gutes erklärt. Wie funktioniert eine B-Generation? Wieso wurde dieser Mythos zum ersten Mal einfach mal erwähnt? Heißt das, dass etwa 15 alle Erinnerungen hat von 14? Wir wissen das alles nicht und es wird alles nicht beantwortet. Klar kann man etwa Fragen offen lassen, aber manche dieser Fragen sind sehr essentiell, muss ich zugeben. An sich sehr nettes Konzept. An sich kann es Spaß machen. Aber an sich wirkt es eher mehr so, als würde es die Konsequenzen von Davids Doktor und dem Ende eines möglichen zweiten David-Doktors wegnehmen. Vielleicht klinge ich ein wenig bitter, vielleicht bin ich es auch. Ich weiß auch nicht. Vielleicht muss Doctor Who endlich mal lernen, dass sie etwa von David Tennant etwa loslassen müssen. Und bevor ihr etwa mit den Mistgabeln kommt, möchte ich nochmal eine Sache klarstellen. Ich persönlich kann etwa verstehen, warum mal diese Version einer Regeneration mag. Aber für mich ist der Punkt bei einer Regeneration, es ist sowohl traurig als auch freudig. Wir müssen einen Doktor verlieren, damit wir einen neuen Doktor kriegen können. Aber ja, das 60th Anniversary im Allgemeinen gibt mir sehr viele Gedanken und Gefühle. An sich war es etwa wirklich spaßig und für solche Episode wie die erste Hälfte von The Giggle oder auch Wild Beyonder hat es sich auch einfach nur gelohnt. Es ist definitiv eine dieser Sachen, wo man bestimmt mit der Zeit seine Meinung ein wenig ändern würde. Und vor allem bei so einer Episode wie The Giggle, was relativ eine der neuesten, wenn nicht sogar die neueste Episode ist, je nachdem wann dieses Video herauskommt, ist ein wenig schwer, Satzmann hier zu führen. Also denkt eher mehr von diesem Video als eine First Impression, doch an sich war es ein sehr interessantes Experiment. Auch wenn es nicht etwa komplett etwas succeeded hat in vielen Punkten, finde ich zumindest, war es mal was anderes, etwa einen alten Doktor-Video zu sehen, in einer neuen Fassade, mit neuen Punkten und mit manchen neuen Charakteristiken. Ganz nett, ganz charmant, aber das war's auch schon. Aber anyway, mich würde es dennoch interessieren, wie ihr zu den Specials steht. Freut ihr euch schon auf Ncuti Gatwas neuen Doktor? Mich würde eure Meinung und eure Ansicht besonders zum Punkt B-Generation interessieren. Und wir sehen uns, bzw. hören uns beim nächsten Mal. Euer Random oder so ähnlich. Bye!